Nicht nur über die Treue und Hingabe von Hunden gibt es Legenden, sondern auch über andere Tiere gibt es solche Geschichten. Die intelligentesten Tiere können zu einem strahlenden Teil der Seele des Menschen werden, und wie bei Hunden kann man sicher sein, dass dies immer gegenseitig ist. Leider geschehen Unglücke, besonders traurig ist, dass sie oft unerwartet eintreten. Der ganz gewöhnliche Brasilianer Wagner Figueroa da Lima hatte einen solchen Freund, ein Pferd namens Sir. Der Brasilianer kaufte ihn als kleines Fohlen, das kaum auf den Beinen stehen konnte. Es erforderte viel Mühe, um aus diesem kleinen Wesen ein prächtiges Reitpferd zu machen. Pferd und Mensch verbrachten so viel Zeit zusammen, dass sie sich buchstäblich ohne Worte verstanden. Sir war in den schwierigsten Momenten an Wagners Seite. Augenzeugen berichteten, dass, wenn es Wagner schlecht ging oder er schlechte Laune hatte, Sir seinen Kopf auf Wagners Schulter legte und ihm ins Ohr wieherte, ihm erlaubte, seinen klugen Kopf zu streicheln und ihn dazu brachte, seine seidige Mähne zu kraulen. Er versuchte auf jede erdenkliche Weise, Wagner aufzuheitern. Ein Beweis für Wagners gute Laune war der Moment, als da Lima begann, Sir mit Zucker und Äpfeln zu füttern. Wagner selbst sagte, dass, wenn er in die tiefen, verständnisvollen Augen des prächtigen Hengstes blickte, alle Lasten der Welt klein und unbedeutend erschienen im Vergleich zur reinen Freundschaft mit Sir. Wagner und Sir reisten viel zusammen und erlebten viele Sonnenaufgänge. Der Brasilianer sprach mit dem Pferd wie mit einem gewöhnlichen Menschen. Doch wie bereits erwähnt, geschieht Unglück. Wagner Figueroa da Lima starb bei einem Autounfall. Der Junge starb ganz jung, und das Pferd blieb allein zurück. Wanda da Lima, Wagners Bruder, bemerkte, dass Sir sich am Tag des schrecklichen Unglücks seltsam verhielt. Er war unruhig, wieherte und versuchte, wegzulaufen. Wanda dachte, dass Sir sich auch von seinem Freund verabschieden sollte, und brachte ihn zur Beerdigung. Niemand konnte die Tränen zurückhalten, als sie sahen, wie das Pferd sich an den Verstorbenen schmiegte und klagende Geräusche machte, als wolle es seinen Herrn wecken. Sirs Augen waren voller großer, brennender Tränen. Sir folgte seinem Herrn den ganzen Weg zum Friedhof. Dort stand er neben dem Grab, neigte den Kopf und gab weiterhin klagende Geräusche von sich. Wanda nahm Sir zu sich, in der Hoffnung, ihm zumindest ein guter Freund zu sein. Man kann nur hoffen, dass Sir den Verlust übersteht und nicht aufgibt. Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie ein Tier ein enger Freund werden kann. Leider müssen manchmal die Bindungen, die uns mit unseren geliebten Menschen verbinden, schmerzhaft durchtrennt werden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.